Teuer, gefährlich, unberechenbar? Es gibt mittlerweile wirklich eine Menge Mythen und Verschwörungen gegenüber der Elektromobilität. Ich habe die größten Irrtümer herausgesucht und die schauen wir uns einmal genauer an. Willkommen bei Project Drive. Irrtum Nummer 1. E-Autos sind doch viel schädlicher für die Umwelt. Mit Blick auf die CO2-Bilanz sieht man allerdings, dass Elektroautos selbst mit dem durchschnittlichen EU-Strommix umwelt- und klimaschonender als vergleichbare Diesel-, Hybrid- oder Benzinfahrzeuge sind. Zu diesem Ergebnis kommen zahlreiche aktuelle Studien unabhängiger Wissenschaftler und Organisationen. Unter anderem vom Fraunhofer Institut, von Agora Verkehrswende und auch vom Bundesumweltamt. In der Vergangenheit wurden zudem die CO2-Emissionen aus der Batteriezellfertigung häufig zu hoch angesetzt. Unter anderem hat die von E-Auto-Gegnern häufig zitierte Schweden-Studie des schwedischen Umweltinstituts IVL ihre Annahmen vor kurzem aktualisiert und drastisch nach unten korrigiert. Der CO2-Ausstoß bei der Produktion der Batterien sei demnach nur halb so groß wie früher angenommen. Unter dem Strich ist das Elektroauto die beste Wahl für mehr Klimaschutz im Autoverkehr. Natürlich ist aber der Klimaschutzvorteil von E-Autos am höchsten, wenn sowohl die Produktion der Batteriezellen als auch der Strom fürs Laden aus regenerativen Energien stammt. Volkswagen geht deshalb zum Beispiel einen Schritt weiter und macht mit dem ID.3 erstmals ein Auto bilanziell CO2-neutral. Unter anderem werden die Batteriezellen mit Grünstrom gefertigt, auch das Werk Zwickau bezieht Grünstrom. Nach dem gleichen Prinzip bei VW wird auch der ID.4 aus Zwickau auf Klimaneutralität getrimmt. Irrtum Nummer 2 besagt, dass nur Besserverdiener sich ein E-Auto leisten können. In der Vergangenheit kosteten Elektroautos deutlich mehr als vergleichbare Benziner oder Diesel. Nun aber wendet sich das Blatt bei vielen Herstellern. Es gibt heutzutage einen Haufen bezahlbare neue Elektroautos und sogar gebrauchte. Dank der neuen Umweltprämie in Deutschland können E-Autofahrer im Vergleich mit dem Verbrenner jetzt sogar deutlich sparen. Der Preis spricht nicht mehr gegen, sondern für das E-Auto. Ein Rechenbeispiel mit dem Volkswagen ID.3 verdeutlicht den Preisvorteil. Es gibt bei dem Fahrzeug mittlerweile die Pure Edition, also die sehr minimalistische Basisversion mit 150 PS, 310 Newtonmetern, 45 Kilowattstunden Batterie mit einer WLTP-Reichweite von 351 Kilometern. Den kann man abzüglich aller Prämien aktuell für unter 22.000 € haben. Hinzu kommt, in der Nutzungsphase sparen Fahrer vom zum Beispiel dem ID.3 weitere 70 € im Monat im Vergleich zu Verbrennern. Unter anderem sorgen die geringeren Energiekosten, die nicht zu zahlende Kfz-Steuer und bessere Versicherungsklasse für den spürbaren Preisvorteil. Auch beim Restwert müssen sich Elektroautobesitzer keine Sorgen machen. Dieser dürfte auf ähnlichem Niveau liegen wie bei Verbrennern. Schon heute zeigt sich am Gebrauchtwagenmarkt eine steigende Nachfrage nach alltagstauglichen Batteriefahrzeugen. Zusätzliche Absicherung bietet die Batteriegarantie über 8 Jahre bzw. 160.000 Kilometern. Unter dem Strich schneidet der ID.3 bei den Gesamtkosten je nach Modellvariante genauso gut oder sogar besser ab als ein vergleichbarer Verbrenner. Irrtum Nummer 3. Die Batterien gehen zu schnell kaputt und können gar nicht entsorgt werden. Die Batterien von Elektroautos sind auf ein ganzes Autoleben ausgelegt. Für 8 Jahre oder 160.000 Kilometer garantieren die meisten Hersteller eine Mindestkapazität der Batterie von 70%. Unabhängig vom Ladeverhalten. Dafür wird eine Menge getan. Die Batterien werden aktiv gekühlt bzw. gewärmt, das Batteriemanagementsystem balanciert zudem die einzelnen Zellen aus. So arbeitet die Batterie immer im bestmöglichen Betriebsbereich. Ist die Lebensdauer irgendwann doch überschritten, kommt eine Batterie keineswegs als Sondermüll auf eine Deponie, sondern wird recycelt. In Salzgitter eröffnete Volkswagen im letzten Jahr die erste Pilotanlage für das Batterierecycling. Das Ziel, wertvolle Rohstoffe in die Prozesskette der Herstellung zurückzuführen. Dazu gehören vor allem Nickel, Mangan, Kobalt und Lithium. 1200 Tonnen sollen hier zunächst pro Jahr recycelt werden. Das entspricht 3000 Fahrzeugbatterien. Irrtum Nummer 4. E-Autos sind nur was für kurze Strecken. Dass Elektroautos auf langen Strecken an ihre Grenzen stoßen, ist Geschichte. Die neuen E-Modelle besitzen deutlich größere Akkus und damit auch größere Reichweiten. Auch die Schnellladefähigkeit der E-Fahrzeuge wird immer besser. Sie laden in immer kürzerer Zeit immer größere Mengen an Strom. War beim E-Golf zum Beispiel bislang bei 50 kW Ladeleistung Schluss, so kann der ID.3 bereits mit 100 kW laden, also doppelt so schnell. Bisher konnten Elektroautos hauptsächlich nur mit einem 400-Volt-System laden, welches für Ladegeschwindigkeiten bis ca.
150 kW geeignet ist. Heute gibt es mehrere verfügbare Elektroautos, die mit einem 800 Volt Ladesystem ausgestattet sind. Darunter zum Beispiel der Porsche Taycan oder der Audi e-tron GT. Aber nicht nur für teure Autos mit Preisen über 100.000 Euro ist diese Technologie zu haben. Der Hyundai Ioniq 5 und der Kia EV6 werden mit diesem System laden können bei Geschwindigkeiten jenseits der 250 kW. Für den ADAC gilt ein Elektroauto als langstreckentauglich, wenn es in 30 Minuten Energie für 200 Kilometer laden kann. Genauso wichtig wie die Ladeleistung ist das immer engere Netz an Schnellladestationen. Alle 120 Kilometer soll in Zukunft zum Beispiel ein Ionity Park entstehen. Auch andere Anbieter wollen ihre Netze in den kommenden Jahren stark ausbauen. Als Elektroautofahrer muss man künftig also nicht mehr nach der nächsten Lademöglichkeit suchen. Sie ist immer schon in der Nähe. Irrtum Nummer 5. Man kann E-Autos ja so gut wie nirgendwo laden. Deutschlandweit wird die Ladeinfrastruktur immer besser. Die Anzahl der Ladestationen für Elektroautos ist von rund 6.700 im ersten Quartal 2018 auf rund 24.000 im Frühjahr 2021 gestiegen. Dabei befinden sich mit fast 25% die meisten der Ladestationen auf Parkplätzen und in Parkhäusern. Auch an die Versorgung auf Autobahnen ist gedacht. Allein Ionity, ein Joint Venture der deutschen Autobauer, baut entlang Europas Autobahnen derzeit alle 120 Kilometer eine High-Power Charging Station auf. Man muss aber sagen, in Deutschland gibt es viele unterschiedliche Ladesäulenbetreiber. Man kann aber über EnBW zum Beispiel bei fast allen Ladeanbietern anstecken und zukünftig werden neue Ladesäulen mit Kartenlesegeräten versehen. Laden wird also zugänglicher und unkomplizierter. Irrtum Nummer 6. E-Autos brennen leicht und können nicht gelöscht werden. Die angebliche Brandgefahr von Elektroautos geistert immer wieder durch die Öffentlichkeit. In der Regel wird dabei suggeriert, dass E-Autos besonders leicht Feuer fangen. Vizepräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes Karl-Heinz Knorr rückt diese Meldungen zurecht. E-Autos brennen weder heftiger noch häufiger als Benziner oder Diesel, nur halt anders. Auch Tests des ADAC haben wiederholt gezeigt, dass das Risiko eines Brandes bei E-Autos genauso gering ist wie bei Verbrennern. Der Deutsche Feuerwehrverband schreibt in seiner aktuellen Empfehlung: Von zertifizierten Elektrofahrzeugen gehen weitgehend vergleichbare Gefahren aus wie von Fahrzeugen mit anderen Antriebsarten, also Kraftstoff oder Gas. Auch Brandversuche haben gezeigt, dass die Brandleistung unter Fahrzeugen einer Generation und Größe unabhängig von der Antriebsart vergleichbar ist. Im Brandfall können Batterien zudem mit Wasser gelöscht werden. Bei Elektroautos werden sowohl die Brandgefahr als auch das Stromschlagrisiko durch spezielle Sicherheitssysteme minimiert. Bei einem Unfall wird der Stromfluss der Batterie sofort unterbrochen und das Batteriesystem wird durch einen speziellen Crashrahmen geschützt. Irrtum Nummer 7. Es gibt nicht genügend Rohstoffe und der Abbau schadet Mensch und Umwelt. Die Lithium-Ionen-Batterie ist das Herz eines jeden Elektroautos. Zur Herstellung werden Kobalt und Lithium benötigt. Der Bedarf an diesen zwei Rohstoffen steigt stetig. Allein die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Akkus für Elektroautos könnte laut der deutschen Rohstoffagentur DERA bis 2025 um bis zu 33% zunehmen. Dennoch, eine zeitnahe Rohstoffknappheit ist unwahrscheinlich. Experten gehen davon aus, dass die weltweiten Reserven für etwa 150 Jahre reichen werden. Gleichzeitig arbeitet Volkswagen zum Beispiel an 3 Lösungen, um eine verlässliche Lieferkette auch in ferner Zukunft zu gewährleisten. Zum einen werden neue Lagerstätten erschlossen, zum anderen werden Akkus effizienter. Die Energiedichte der Lithium-Ionen-Akkus steigt und Wissenschaftler erforschen andere Materialien, die ähnlich leitfähig sind. Auch an kobaltfreien Batteriezellen wird aktuell gearbeitet. Der dritte Lösungsansatz ist das Recycling der Akkus. So können Materialien zurückgewonnen und neu verwertet werden. Dies soll ein Video sein, welches ihr ruhig euren Freunden oder der Familie zeigen könnt. Naja, kann ja jeder seine Meinung haben, sollte aber schon von Fakten begleitet sein, wenn es um so ein weitläufiges Thema wie dieses geht. Was sagt ihr zu den Irrtümern? Gibt es eventuell sogar noch mehr? Sagt es mir ruhig in den Kommentaren. Wie immer freue ich mich über ein Abo und einen Daumen nach oben für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao.